Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Marian von Auto Impression und in diesem Video werde ich euch die Lightrack-Reihe von Saleva vorstellen und von unseren Erfahrungen damit berichten. Wenn ihr auf der Suche nach einem Top-3-Jahreszeiten-Zelt seid, das euch auch bei extremen Wetterlagen zuverlässig Schutz bietet und mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis daherkommt, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Los geht es direkt nach dem Intro, also bleibt unbedingt dran. Neben mir steht das Saleva Lightrack Pro 3 und dieses werden wir uns nun einmal genauer anschauen. Wir haben das Zelt nun schon einige Jahre im Einsatz und durften es auf vielen Touren in unterschiedlichen Bedingungen testen. Und so kann ich euch nicht nur über die technischen Daten aufklären, sondern auch von unseren Erfahrungen damit berichten. Im Laufe des Videos werde ich auch noch auf die anderen Lightrack-Modelle eingehen, sodass ihr am Ende des Videos einen guten Eindruck über die gesamte Lightrack-Reihe haben solltet. Wir beginnen mit den technischen Daten zum Lightrack Pro 3. Die Daten zu den anderen Varianten folgen wie gesagt im späteren Videoverlauf. Zum Thema Wetterfestigkeit: Wir haben beim Außenzelt eine Wassersäule von 3000 und beim Boden von 10.000. Das Zelt ist außerdem windfest, getestet bis zu einer Windstärke von 90 km/h. Wir haben ein Packmaß von 40 x 19 cm und somit ein sehr kompaktes Zelt. Wir haben mit einem Mindestgewicht von 2100 Gramm und einem Maximalgewicht von 2420 Gramm zwar kein Ultraleichtzelt, aber schon ein leichtes Zelt. Die Innenmaße betragen 1,65 m x 2,10 m und wir haben eine maximale Höhe im Innenzelt von 1,07 m. Die Außenmaße betragen 1,85 m x 2,60 m. Das Gestänge ist bei der Pro-Variante aus sogenanntem Ultralight Aluminium. Schauen wir uns das Zelt und den Aufbau erstmal im Detail an. Das Zelt kommt in diesem praktischen Packsack und darin befindet sich Folgendes: Stangenset, Heringe, in unserem Fall noch der passende Footprint, der ist aber nicht im Lieferempfang enthalten, ich würde ihn euch aber auf jeden Fall empfehlen. Ein Reparaturset und natürlich das Zelt selbst. Wenn ihr einen Footprint habt, dann kommt er natürlich als erstes auf den Boden. Der Footprint hat am einen Ende hier jeweils 2 Schlaufen und an dem anderen Ende hier nur eine Schlaufe, auf der anderen Seite natürlich auch. Hier ist hinten, da ist vorne. Dann kann man mit dem Footprint schon mal gut gucken, ob das Zelt da, wo man es haben möchte, auch hinpasst. Es ist natürlich ein bisschen breiter als der Footprint, aber damit kann man es schon mal ganz gut ausrichten. Wenn nicht gerade der Wind kommt, dann das Zelt darauf. Das Graue hier ist der Eingang, daher weiß ich, dass ich es so rum hinlegen muss. Als nächstes kommt das Gestänge, farblich unterschiedlich. Daran weiß man dann gleich auch, welche Stange wohin kommt. Die mit den grauen Enden, die kommt an den Eingang, die braucht man zum Schluss. Die anderen beiden sind gleich und die werden dann jeweils schräg über das Zelt. Hier sind solche Hülsen im Material. Da kommt die Stange rein. Bis unten hin richtig durch. Wie gesagt, eine Stange kommt dann auch an den Eingang. Deswegen sind hier vorne 2 solche Hülsen. Ebenfalls komplett durch. Das Ganze dann auf der anderen Seite ebenfalls.
Dann gelben Haken einklippen. Und die letzte Stange, wie gesagt, graues Ende. Das sieht man dann nämlich auch, wenn man hier guckt. Durchgängig gelb, am Ende grau, da kommt die graue Stange rein. Auch hier wieder die gelben Haken einklippen. Und, wie man es sofort sieht, das Lightrack ist ein sogenanntes freistehendes Zelt. Das funktioniert also auch ohne Heringe, so würde das Zelt schon stehen bleiben. Ich würde die Heringe aber trotzdem immer empfehlen, weil beim ersten Windstoß geht das hier so natürlich hoch. Aber wie gesagt, man könnte es jetzt auch schon so stehen lassen. Wir wollen es natürlich vollständig aufbauen. Deswegen kommen jetzt noch die Heringe dazu. Sind nichts Besonderes, aber erfüllen ihren Zweck. Ich beginne mit den Ecken. Hier auch immer direkt den Footprint mit dazu nehmen. Erstmal irgendwo eins fixiert. Andere Seite, selbstverständlich auch den Footprint mit dazu. Hier kann man jetzt schon mal etwas in diese Richtung ziehen. Fixieren. Dann gehen wir nach hinten. Auch hier Footprint dazu. Spannung bringen. Letzte Ecke. Ebenfalls Spannung. Dann gehen wir wieder nach vorne. Hier hatte ich eben gezeigt, sind 2 Schlaufen am Footprint. Abspannen. So, ebenfalls hier auf der anderen Seite. Für die meisten Wetterverhältnisse würde das jetzt so schon reichen. Das steht auf jeden Fall fest. Wir machen es immer, spätestens wenn mit viel Wind zu rechnen ist, sollte man es auf jeden Fall machen. Hier auch noch die Abspannleinen fest. Übrigens, wenn man die jetzt aufwickeln würde, ich mache es jetzt mal nicht, aber wenn man sie aufwickeln würde, dann könnte man die zum Schluss hier durchstecken, das aufgewickelte Seil, so festzurren und dann hat man die Bänder am Zelt etwas aufgeräumter. So, wenn ihr sie aber festmachen wollt, hiermit einmal um die beiden Stangen drum und dann hier einhaken. Das gleiche auf der anderen Seite, um die Stange rum. Ebenfalls einhaken und dann zur Seite abspannen. Das gleiche auf der anderen Seite. So, und wenn das jetzt nicht fest genug gewesen ist, dann kann man hier auch noch schnell und einfach nachspannen. Wie gesagt, wir machen die Schnüre immer mit dran, weil dann hier die Außenwand einfach noch mal ein Stückchen weiter vom Innenzelt wegkommt. Und dann hat man da nicht ganz so viel mit Feuchtigkeit zu kämpfen. Und man weiß ja nicht immer, wie das Wetter wird. So steht es auf jeden Fall bombenfest. Das erste Detail vom Zelt sehen wir hier auf der Rückseite. Hier hinten ist die Lüftung. Die kann man auch komplett verschließen. So ist sie zu, ja, wenn man es mal möglichst mucklig warm im Zelt haben will. Meistens hat man sie natürlich offen. Hier drinnen mit einem Netz. Und an diesem Netz ist ebenfalls ein Reißverschluss, den man aufmachen kann, dass man von hier durchgreifen kann und die Lüftung auch von innen verschließen kann. Ja, ansonsten natürlich immer zulassen, dass das Netz auch seinen Zweck erfüllt. Hier an der Vorderseite des Zeltes, der Eingang, hat einmal hier die Möglichkeit mit einem Doppelreißverschluss, dass man ihn hier oben auch als Lüftung nutzt. Bei Regen, ohne Wind, geht es so noch einigermaßen. Kommt nicht so viel Feuchtigkeit rein, aber sobald man Wind hat und der drückt das Wasser hier drauf, kann man so leider nicht mehr lüften. Also das geht eigentlich eher nur bei schönem Wetter. Dann könnte man den Eingang unten vielleicht ein bisschen aufmachen. So käme auch Luft rein, ein bisschen Zirkulation.
ohne dass eben Wasser direkt ins Innenzelt reinkommt. Und hier drüben ebenfalls der Reißverschluss, das heißt, man kann die Tür auch zu beiden Seiten aufmachen. Hier oben möchte ich schon mal zeigen, der erste kleine Nachteil ist dieses Saleva-Zeichen, weil hier bleibt man manchmal mit dem Reißverschluss etwas hängen. Tür auf, wenn man sie so wie wir jetzt auflassen möchte, gibt es hier vorne ein Netz, drin kann ich das verstauen. Ich habe das Zelt dann so offen. Hier an den Seiten, hier und hier ist noch ein bisschen Platz. Wir hatten hier oft so Sachen wie zum Beispiel unsere Angeln oder unseren Kescher drin. Große Sachen kann man da jetzt nicht verstauen. Genauso ist es hier bei der erstmal sehr kleinen Apsis. Viel passt hier nicht rein, deswegen haben wir auch die 3-Personen-Variante genommen, weil man entsprechend dann auch noch ein bisschen Gepäck mit ins Zelt reintun kann, wenn man es eben nur zu zweit nutzt. Hier vorne ist eine Lüftung, die ist so wie sie ist nicht erweiterbar und sie ist auch nicht verschließbar. Das heißt, mehr Zirkulation könnte man höchstens dadurch erreichen, dass man eben auch die Tür vom Innenzelt auflässt, aber dann können natürlich auch Insekten ins Zelt reinkommen. Nochmal gerade hier beim Außenzelt gezeigt. So ist wie gesagt sehr wenig Platz. Um bei Regen zu kochen reicht das nicht. Aber man kann hier das Innenzelt abhängen mit diesen Clips hier komplett und es dann reinschieben. Und dann hat man hier tatsächlich genug Platz, um zu kochen. Ist eine Notlösung, die wir sehr selten benutzt haben, aber wenn wir sie mal benutzt haben, dann haben wir uns immer sehr darüber gefreut, dass die Möglichkeit da ist. Man kann dann hier wirklich auch bei schlechtem Wetter noch im Zelt kochen. Man muss es nur dann natürlich später wieder einhängen, also ein Arbeitsschritt mehr dabei. Aber wie gesagt, für Notfälle funktioniert das. Im Zelt selber ist viel Platz. Auch hier die Innentür kann man wieder hier in eine solche Netztasche packen. Hier drin ist viel Platz, man kann hier sitzen, man kann hier auch nebeneinander sitzen. Man könnte, wenn man das Zelt wirklich zu dritt nutzt, auch zu dritt hier drin sitzen. Das ist über einen großen Teil der Fläche wirklich sehr hoch. Von der Breite her, wir passen hier zu zweit super rein mit einer Doppelisomatte, 1,30 Meter breit, plus unsere Rucksäcke oft dann noch daneben. Zu dritt würde man hier sicherlich auch drin liegen können, dann ist allerdings kein Platz mehr für Gepäck. Hier oben am Zelt sieht man noch 2 Schlaufen. Wir haben hier sogar schon einen kleinen Karabiner immer fertig mit drin hängen. Da kann man mal eine Kopflampe als Beleuchtung aufhängen. Hier oben ist dann noch die zweite Lüftung. Also wie gesagt, das an der Tür und das bleibt immer so, wie es ist. Und dadurch wird immer ein Minimum an Zirkulation gewährleistet. Und hier hinten ist der eben erwähnte Zugriff auf die Lüftung. Auch das macht man nur auf, um eben hier an die Lüftung dran zu kommen. Dann könnte man durchgreifen, die Lüftung auf- oder zumachen. Und dann muss man das hier natürlich auch wieder schließen, weil auch ansonsten hier eben Insekten durchkommen können. Vorteil an dem Zelt, die Liegefläche ist über die komplette Länge. Also nicht so wie bei vielen anderen Zelten, die irgendwo spitz zusammenlaufen und am Fußende die Liegefläche dadurch reduziert wird, ist es hier so, dass wir wirklich eine rechteckige Form haben und damit die Liegefläche auch über die volle Breite. Saleva selbst gibt an, dass das Lightwrack Pro 3 ein 3-Personen-Doppelwandzelt für alpines Trekking ist. Es sei die erste Wahl, wenn Wetterschutz, Gewicht, Packmaß und Stabilität an erster Stelle stehen und stuft es selbst als Expeditionszelt ein. Gewicht und Expeditionszelt möchte ich hier mal in Klammern setzen, denn wenn es um das Thema Gewicht geht, dann gibt es definitiv noch leichtere Zelte. Und was das Thema Expedition angeht, da möchte ich mir als Privatperson keine Mutmaßungen erlauben, aber den Rest, den würde ich so unterschreiben. Übrigens, wenn ihr auf der Suche nach einem Zelt seid, wo Gewicht wirklich an erster Stelle steht, dann kann ich euch unser Video zum MSR Freelite empfehlen. Das Video verlinke ich euch einmal hier oben und am Ende des Videos in der Endcard. Das Lightwrack kam bei uns auf den allermeisten Skandinavien-Reisen zum Einsatz und hierfür ist es wirklich bestens geeignet. Wir waren hier immer bestens vor Wind und Wetter geschützt, auch bei starkem Sturm haben wir uns stets sicher gefühlt und durch seine isolierende Bauweise wird es im Zelt schnell wärmer als draußen. Auch der schnelle Auf- und Abbau ist echt eine Erleichterung und dass es sich bei Regen aufbauen lässt, ohne dass das Innenzelt nass wird, ist bei solchen Wetterbedingungen echt Gold wert. Ebenfalls wegen der Wetterbedingungen haben wir uns, wie vorhin schon gesagt, für die 3-Personen-Variante entschieden. Denn so kann man, wenn man zu zweit unterwegs ist, das Gepäck mit ins Zelt nehmen und es ist vor Wetter und vor allen Dingen Nässe geschützt und dafür nehmen wir das zusätzliche Gewicht sehr gerne in Kauf. Die Optik ist natürlich Geschmackssache und ich gebe zu, dass ich anfangs etwas skeptisch gewesen bin, wie gut man mit der Farbe in der Natur getarnt ist. Aber wir haben schnell festgestellt, dass es aus der Entfernung kaum zu sehen ist und eher aussieht wie ein großer Felsen.
Damit ist es besonders im steinigen Gelände sogar gut getarnt und auch in Schneelandschaften fügt es sich sehr gut ein. An dieser Stelle möchte ich einmal erwähnen, dass ich es auch mit Einschränkungen für die Nutzung im Winter tauglich finde. Lediglich, wenn es viel schneit und die Last auf das Dach des Zeltes so zu groß wird, würde ich es nicht nutzen. Aber ansonsten kommt einem auch hier die sehr gute Wärmeleistung zum Vorteil. Und damit wären wir auch schon bei den Nachteilen. Denn der gerade erwähnte Vorteil wird zum Nachteil, wenn die Außentemperaturen steigen. Zuletzt hatten wir das auf einer 11-tägigen Kanutour in Finnland. Das Video verlinke ich euch hier oben. Wir hatten mit den üblichen Wetterbedingungen gerechnet, aber es war deutlich wärmer als erwartet und besonders an den letzten Tagen ist es so warm geworden, dass wir den Eingang fast die ganze Zeit geöffnet hatten und unsere Schlafsäcke nur noch als Decken benutzt haben, die wir meist auch nicht über den ganzen Körper gelegt haben. Wenn das hin und wieder mal vorkommt, dann ist das okay, aber wenn ihr das Zelt hauptsächlich bei warmen Temperaturen nutzen wollt, dann kann ich es euch nicht empfehlen. Was uns lange als Nachteil vorkam, ist die kleine Apside. Aber wie mit der vorhin gezeigten Erweiterung hat uns das auf den letzten Touren nicht mehr gestört. Auch die Lichtdurchlässigkeit, die durch das helle Material entsteht, ist vielleicht ein kleiner Nachteil. Aber maximal ein kleiner Nachteil, denn auch andere leichte Zelte, die ich kenne, sind maximal etwas weniger lichtdurchlässig. Ich habe es vorhin schon gezeigt, was hin und wieder auch mal stört, ist das Saleva-Zeichen am Reißverschluss. Aber es stört wirklich nur hin und wieder und auch nur ein bisschen und deswegen können wir auch damit gut leben. Um euch nicht mit technischen Daten zu langweilen, gehe ich erstmal auf die allgemeinen Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten ein und werde euch dann die technischen Daten einblenden. Das Pro gibt es noch in einer 2-Personen-Variante, diese ist natürlich kleiner und dadurch leichter, ansonsten gibt es hier keine Unterschiede. Die Nicht-Pro Lightracks gibt Saleva als Trekkingzelte an. Es gibt diese ebenfalls in einer 2- und einer 3-Personen-Variante und hier liegt der Unterschied zum einen in der Wasserdichtigkeit des Bodens. Hier haben wir nämlich eine Wassersäule von 5000 mm. Zum anderen sind die Gestänge nur aus Aluminium und das Material der Zelte ist dicker und somit sind die Zelte schwerer und unser Hauptaugenmerk für das Pro war dann eben auch das Gewicht. Die farblichen Unterschiede sind sehr gering und nur am Gestänge und den Befestigungspunkten dafür zu sehen. Während das Pro hier eher einen Gelb-Goldton hat, so ist es bei den normalen Varianten etwas in der Richtung von Limettengrün. Seit einiger Zeit gibt es das Lightrack 2 auch noch in Camo Grau, was sehr schön ist, allerdings deutlich teurer und auch noch schwerer. Links zu den Zelten und den Footprints findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr vorhabt, eins der Zelte zu kaufen, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr es über einen unserer Links tut, denn wir kriegen dafür eine kleine Provision, ihr zahlt keinen Cent mehr und würdet uns damit sehr unterstützen. Dafür sage ich an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank. Nun folgen einmal die genauen Daten im Vergleich als Einblendung und wen diese interessieren, der kann das Video an dieser Stelle pausieren. Mein Fazit: Auch wenn das Zelt ein paar Nachteile hat, ist es in seiner Preisklasse wirklich ein sehr gutes Zelt, welches sich vor allen Dingen für nasse und kühle Wetterbedingungen eignet, wie man sie zum Beispiel üblicherweise in Skandinavien vorfindet oder mit denen man in alpinem Gelände immer rechnen muss. Nur für den gezielten Einsatz im Sommer, wie wir ihn hier kennen, würde ich es nicht empfehlen. Uns war es immer ein treuer Begleiter und wir können es vor allen Dingen für Touren, bei denen mit widrigen Wetterbedingungen zu rechnen ist, oder als Allround-Zelt wärmstens empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ihr noch offene Fragen, Ergänzungen oder Anregungen habt, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Freude bei euren Abenteuern, sage vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Bis dahin, macht's gut!